Menschen kennen den unerwarteten Stich einer Nadel, die Qualen eines gestoßenen Zehs und pochende Zahnschmerzen. Wir können viele Arten von Schmerzen unterscheiden und kennen diverse Behandlungsmethoden. Aber wie ist das bei anderen Arten? Wie empfinden Tiere Schmerzen? Es ist wichtig, das herauszufinden. Wir halten sie als Haustiere, sie bereichern unsere Umwelt, wir züchten sie zur Nahrungsgewinnung und wir setzen sie bei Experimenten für Wissenschaft und Gesundheitsforschung ein. Tiere sind zweifellos bedeutsam für uns. Daher ist es wichtig, dass wir ihnen keine unnötigen Schmerzen zufügen. Bei Tieren, die uns ähneln, wie den Säugetieren, erkennt man meist sofort, wenn sie Schmerzen haben. Vieles ist allerdings nicht so offensichtlich, etwa ob Schmerzmittel, die bei uns wirken, auch ihnen helfen. Und je mehr sich ein Tier von uns unterscheidet, desto schwieriger ist es, dessen Wahrnehmungen zu verstehen. Wie erkennt man, ob eine Garnele Schmerzen hat? Eine Schlange? Eine Schnecke? Bei Wirbeltieren, Menschen mit einbezogen, lässt sich Schmerz in zwei klare Prozesse unterteilen. Beim ersten erkennen Nerven und Haut einen Schaden und melden diesen an das Rückenmark. Dort aktivieren Motoneuronen Bewegungen, die uns von der Bedrohung zurückweichen lassen. Die körperliche Schmerzwahrnehmung heißt Nozizeption. Fast alle Tiere haben sie, sogar solche mit sehr einfachen Nervensystemen. Ohne diese Fähigkeit könnten Tiere Verletzungen nicht vermeiden und ihr Überleben wäre bedroht. Der zweite Teil ist das bewusste Erkennen von Verletzungen. Bei Menschen stellen die sensorischen Neuronen in der Haut über das Rückenmark eine zweite Verbindung zum Gehirn her. In mehreren Regionen wird dort durch Millionen von Neuronen das Schmerzgefühl erzeugt. Für uns ist es eine sehr komplexe Erfahrung, verbunden mit Angstgefühlen, Panik und Stress, über die wir anderen berichten können. Schwieriger ist jedoch herauszufinden, wie Tiere diesen Prozess erleben, weil die meisten uns ihre Gefühle nicht zeigen können. Das Beobachten ihres Verhaltens verrät uns allerdings einiges. Verletzte Wildtiere pflegen ihre Wunden, machen mit Lauten auf ihr Leid aufmerksam und ziehen sich zurück. Forscher haben im Labor beobachtet, dass sich Hühner und Ratten bei Schmerz selbst Schmerzmittel verabreichen. Tiere meiden zudem Situationen, in denen sie sich zuvor bereits einmal wehgetan haben, was auf ein Gefahrenbewusstsein schließen lässt. Durch die Forschung sind wir uns sicher, dass Wirbeltiere Schmerz empfinden. Deshalb ist es in vielen Ländern verboten, Tieren unnötig Schmerzen zuzufügen. Aber wie ist das bei anderen Tierarten wie den Wirbellosen? Diese sind rechtlich nicht geschützt, unter anderem, weil ihr Verhalten weniger eindeutig ist. Wir können Vermutungen über manche von ihnen wie Austern, Würmer und Quallen anstellen. Diese Tiere haben entweder kein Gehirn oder nur ein sehr einfaches. Bespritzt man eine Auster mit Zitronensaft, zuckt sie aufgrund der Nozizeption zusammen. Mit ihrem einfachen Nervensystem nimmt sie die Schmerzen aber wahrscheinlich nicht bewusst wahr. Andere wirbellose Tiere sind komplexer aufgebaut, wie der Krake. Er hat ein hochentwickeltes Gehirn und gilt als eines der intelligentesten wirbellosen Tiere. Dennoch wird der Krake in vielen Ländern lebendig gegessen. Wir kochen auch Hummer, Garnelen und Krebse lebendig, obwohl wir nicht wissen, was sie dabei empfinden. Dies ist ein ethisches Problem, weil wir den Tieren unter Umständen unnötige Qualen zufügen. Experimente sind zwar umstritten, liefern uns aber Hinweise. Tests mit Einsiedlerkrebsen zeigen, dass sie unattraktive Gehäuse verlassen, wenn sie elektrische Schocks bekommen. In guten bleiben sie jedoch. Kraken, die einen verletzten Arm zum Schutz einrollen, riskieren ihn dennoch, um Beute zu fangen. Das lässt vermuten, dass sie aufgrund ihrer Sinneseindrücke urteilen, anstatt nur reflexartig auf Verletzungen zu reagieren. Man hat beobachtet, wie Krebse wiederholt an den Stellen reiben, wo sie elektrische Schocks bekommen haben. Sogar Seeschnecken zucken, wenn sie ahnen, dass sie gleich einen unangenehmen Reiz erhalten. Dies bedeutet, sie erinnern sich an die Empfindungen. Wir müssen allerdings noch viel über Schmerzen bei Tieren lernen. Vielleicht werden wir eines Tages in einer Welt leben, in der wir ihnen keine unnötigen Schmerzen mehr zufügen. Was ist dein Sternzeichen? In der westlichen Astrologie ist es ein Sternbild, das deinem Geburtstag entspricht. Aber laut dem chinesischen Tierkreis oder Sheng Antworten auf diese wichtigen Fragen erhältst du, wenn du auf eines dieser Videos klickst.